Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Wir besuchen eine Familie in ihrem privaten Raum zwischen Intimität und halb öffentlicher Gegebenheit. So wirkt dieses Konstrukt, in das wir hier hineintreten. Und wir werden Zeugin und Zeuge unglaublichen Selbstbewusstseins und ganz atemberaubender Lässigkeit. Wenn hier Moritz Christian Reichsgraf von Vries in seinem Sportgewand, in seinem Reitdress auf einem Empiremöbel ruht und entgegenblickt und dialogisch einlädt, einzutreten und Teil dieser Familiensituation zu werden, dann zeugt dies von einem vollkommen neuen Selbstverständnis, das nun gesellschaftspolitisch, politisch und gesellschaftlich Platz zu greifen scheint. Er ist einer der wohlhabendsten Männer in dieser Monarchie des Hauses Habsburg. Er hat ein unglaubliches Vermögen geerbt, sein Vater Bankier und Unternehmer. Und so wird dieser Moritz Christian Reichsgraf von Vries einige Zeit hindurch nicht nur Bankier, sondern vor allem auch einer der bedeutendsten und wichtigsten Mäzene und Sammler seiner Zeit sein. 300 Werke zählt diese wirklich bedeutende Sammlung. Es sind Rembrandt, Reni und viele andere große Namen, die sich darin finden. Auf einer Reise durch Frankreich lässt er sich gemeinsam mit seiner bildhübschen jungen Frau Maria Theresia Josepha, geborene Prinzessin Hohenlohe, Waldenburg, Schillingfürst, darstellen. Auch sie, selbstbewusst, nicht sofort erkennbar als eine Vertreterin der Oberschicht, wüssten wir nicht, auf welche Details es ankommt. Ganz abgehend von den Usancen des 18. Jahrhunderts, wo man noch auf üppige Materialität setzt und die Inszenierung im Sinne des Pathos, erleben wir hier ganz selbstverständlich mit Nonchalance diese junge Familie mit dem erstgeborenen Sohn Moritz in der Empire-Krippe nackt liegend. Das muss wirklich warm sein. Die Kleidung, so bescheiden wirkt sie im ersten Augenblick des Daraufsehens, aber in Wirklichkeit ist sie hochmodern und steht definitiv für das Dazugehören. Dieses Muslinkleid, ein hochtailliertes Chemiskleid, wie es nun hochmodern ist, aus einem ganz weichen Baumwollmaterial, nicht knitternde Seide, mit diesem prächtigen Dekolleté, dem Elfenbeinteint, den der Künstler hier ganz wunderbar zum Glänzen bringt. Und dann sind wir in diesem Raum, der ein bisschen intimer gemacht wird durch einen Paravent, der das Kind zu schützen scheint. Und sonst blicken wir hinaus in diesen Anflug von Sommernacht, die hereinzubrechen scheint, die Wolken und ein bisschen erahnbar der Horizont dahinter. Mehr ist es nicht. Es ist einer der angesagtesten Porträtisten seiner Zeit in Paris, in Frankreich, der in Rom geborene François Pascal Simon Gérard, der bei einem der wichtigsten Vertreter des Neoklassizismus in die Lehre gegangen ist, bei Jacques Louis David. Nun, unser Künstler ist ein politisch sehr flexibler, wir könnten ihn boshaft auch als Wendehals bezeichnen. Er wird nicht nur alle Regenten der Revolution porträtieren, er schafft es auch, Napoleon Bonaparte als Porträtist darzustellen und er bekommt danach im neuen politischen System auch von König Ludwig dem 18. Porträtaufträge und wird als hochgeschätzter Maler des Hofes reüssieren. Ein Künstler, der seine Wendigkeit in politischen Angelegenheiten nicht zuletzt auch dadurch demonstriert, dass er über Jacques Louis David angeleitet in das revolutionäre Tribunal aufgenommen wird, aber die Gräuel nicht mitträgt, indem er sich in Dauerkrankheit verabschiedet. Aber er ist einer der bedeutendsten Vertreter dieser klassizistischen Selbstverständnissituation. Ein neues Menschenbild wird Platz greifen. Dieser selbstbewusste,
denkende, selbstentscheidende Mensch, den wir hier erleben in diesem Porträt, wird sich ganz klar abheben von den absolutistischen Gegebenheiten, die wir kurze Zeit noch davor erlebt haben. Und somit werden wir Zeugin und Zeuge eines großen gesellschaftspolitischen Wandels, der sich in diesem neuen Darstellen von Menschen manifestiert. Erleben Sie die Aura dieses repräsentativen Werkes einer neuen Zeit, eines neuen Zeitalters? Erleben Sie ein neues Menschenbild? Setzen Sie sich der Aura dieses Werkes aus, schauen Sie lustvoll. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen in der Österreichischen Galerie Belvedere.